Warum fühlt sich alles schlimmer an, wenn es doch besser werden sollte? Hallo und herzlich willkommen. Das ist Disting, ein Kanal von einer Betroffenen von dissoziativer Identitätsstruktur für andere Betroffene, Helfer und Interessierte am Themenkomplex Komplextrauma. Ich bin Tina und erst einmal gleich am Anfang ein herzliches Dankeschön an alle von euch, die unsere Videos gucken und bis zum Ende schauen, die uns liken und hypen und teilen. Und auch selbstverständlich ganz herzlichen Dank an diejenigen, die uns per Steady-Abo unterstützen. Ihr helft uns wirklich enorm und durch euch sind wir in der Lage, auch irgendwann auf eigenen Beinen zu stehen. Vielen Dank. Heute geht es um ein Thema, was uns persönlich häufiger mal beschäftigt und wegen dem ich immer wieder an meine persönlichen Grenzen komme. Und dann denke, ich mache irgendwas falsch. So kann es ja nicht stimmen. Es geht darum, warum es sich manchmal schlimmer anfühlen kann, wenn Dissoziation weniger wird. Also wenn man heilt, wenn die eigene Arbeit an sich selbst oder auch die Therapie Wirkung zeigt. Plötzlich tauchen Gefühle auf, die einen regelrecht umhauen und man versinkt förmlich in einem inneren Chaos, obwohl doch alles in die richtige Richtung laufen sollte. Inspiriert wurde dieses Video unter anderem von Dr. Mike Lloyd von der CTED-Klinik, der auf seinem YouTube-Kanal einige großartige Videos dazu gemacht hat. Ich möchte das Thema hier aber aus meiner persönlichen Perspektive als Betroffene aufgreifen. Also, let's go. Bevor wir darüber reden können, warum weniger Dissoziation sich schlimmer anfühlen kann, müssen wir kurz darüber sprechen, was Dissoziation eigentlich macht. Und zwar nicht in der Theorie, sondern ganz praktisch im Alltag von Menschen, die an dissoziativen Störungen leiden. Dissoziation ist im Kern ein Schutzmechanismus, besonders dann, wenn wir in einem sehr überfordernden Umfeld aufwachsen. Das Gehirn hat irgendwann, meistens dann in der frühen Kindheit, gelernt, dass bestimmte Erfahrungen zu viel waren. Zu viel Schmerz, zu viel Angst, zu viel Hilflosigkeit. Und weil ein kleines Kind keine Möglichkeit hat, aus einer Situation rauszugehen oder sie zu verändern, macht das Gehirn etwas sehr Schlaues. Es trennt die Erfahrung auf. Es packt Erinnerungen, Gefühle und Körperempfindungen in getrennte Bereiche, damit das Kind weiterleben kann, ohne ständig von dem Erleben überflutet zu werden. Das ist erstmal keine Störung. Das ist eine absolut geniale Überlebensstrategie. Die Fachleute sprechen hier von Kompartmentalisierung, also dem Aufteilen von Erfahrungen in separate Bereiche. Das Problem entsteht erst dann, wenn dieser Mechanismus dauerhaft aktiv bleibt und sich sozusagen verselbstständigt. Dann läuft die Dissoziation im Hintergrund weiter wie ein offenes Computerprogramm, das ihr nie geschlossen habt und das ständig Arbeitsspeicher frisst. Und irgendwann schützt sie nicht mehr nur vor den alten traumatischen Erfahrungen, sondern fängt an, auch ganz normale Alltagsgefühle abzufangen. Zum Beispiel Trauer, weil eine Freundschaft endet, Enttäuschung, weil etwas nicht geklappt hat, Angst vor einer Prüfung, Stress wegen Geldsorgen, all diese Dinge, die zum normalen Leben dazugehören und die jeder Mensch irgendwie bewältigen muss. Bei uns Betroffenen von chronischen dissoziativen Störungen können sie ebenfalls von der Dissoziation weggeschluckt werden. Und hier liegt ein entscheidender Punkt, der in der Fachwelt gut dokumentiert ist. Weil die Dissoziation so viele emotionale Erfahrungen abfängt, fehlt Betroffenen oft die Übung im Umgang mit ganz normalen Emotionen im Alltag. Nicht dissoziative Menschen üben das von Kindheit an. Jeden Tag, bei jedem Streit auf dem Schulhof, bei jeder Enttäuschung, bei jedem Verlust. Wir hingegen hatten diese Übungsmöglichkeiten häufig nicht, weil unser Gehirn die Gefühle weggepackt hat, bevor sie überhaupt richtig verarbeitet werden konnten. Das kann sich im Alltag ganz unterschiedlich äußern. Manche Betroffene beschreiben es als ein Gefühl von Taubheit, als würde man die Welt durch eine Glasscheibe beobachten. Andere berichten, dass sie bei Dingen, die andere Menschen zu Tränen rühren, ein trauriger Film zum Beispiel, eine bewegende Nachricht, einfach nichts fühlen. Und das ist nicht, weil ihnen die Dinge egal wären, sondern weil ihr Gehirn die emotionale Reaktion abfängt, bevor sie ins Bewusstsein dringt.
Wieder andere erleben das Gegenteil. Sie werden von scheinbar harmlosen Situationen emotional völlig überrollt und verstehen nicht, warum. Also warum reagierst du so stark auf Kleinigkeiten? Beim Einkaufen steigt plötzlich Panik auf. Ein Telefonklingeln löst Herzrasen aus. Die Kollegin fragt etwas Harmloses und man spürt überwältigende Scham ohne erkennbaren Grund. Das sind Momente, in denen Gefühle aus tieferen Schichten an die Oberfläche durchbrechen, aber ohne dazugehörigen Kontext. Das führt zu etwas, das von außen dann aussehen kann wie emotionale Instabilität oder emotionale Unberechenbarkeit sogar. Manchmal beides abwechselnd. Es ist ein System, das permanent auf Hochtouren arbeitet, um alles unter Verschluss zu halten. Und das manchmal dann einfach trotzdem überläuft. Was passiert, wenn die Schleuse sich öffnet? Jetzt tun wir mal so, als hätten wir alle einen Therapieplatz und gehen in eine Traumatherapie. Das 3-Phasen-Modell der Traumatherapie, Stabilisierung, Traumabearbeitung, Integration ist aktuell der empfohlene Behandlungsweg bei komplexen dissoziativen Störungen. Die Stabilisierungsphase bildet das Fundament von allem, was danach kommt. Da geht es darum, erstmal Ressourcen aufzubauen, innere und äußere Sicherheit herzustellen und die Grundlage zu schaffen, bevor überhaupt an traumatisches Material herangegangen wird. Wenn Therapie gut läuft, oder seien wir realistisch, selbstständiges Arbeiten an der eigenen Stabilisierung gut läuft, beginnen die dissoziativen Barrieren sich zu lockern und bröckelig zu werden. Und das ist tatsächlich das Ziel, das, was man Heilungsweg nennt. Weniger Amnesie, weniger Depersonalisation, mehr Gegenwartsbezug, mehr Verbundenheit mit anderen, mehr im Hier und Jetzt leben, mehr fühlen. Klingt erstmal fantastisch. Und dann merkt man plötzlich, dass sich alles anfühlt wie ein Wasserrohrbruch. Mike Lloyd gibt ein gutes Beispiel. Er vergleicht das mit einer Tiefkühltruhe. Stellt euch vor, euer Gehirn hat jahrzehntelang Gefühle eingefroren. Nicht nur die großen traumatischen, sondern auch die kleinen, alltäglichen. Trauer aus der Grundschulzeit. Wut über Ungerechtigkeiten, die niemand bemerkt hat. Scham über Dinge, die gar nicht eure Schuld waren. Und dazwischen auch die ganz normalen Enttäuschungen und Ängste des Erwachsenenlebens. Wenn die Dissoziation nachlässt, ist das so, als würde jemand die Tiefkühltruhe aufmachen und alles fängt gleichzeitig an aufzutauen. Schicht für Schicht. Die alten Gefühle kommen hoch, die neuen Gefühle werden nicht mehr automatisch abgefangen und beides zusammen kann sich anfühlen, als würde man emotional ertrinken. Das ist einer der Gründe, warum in der Fachliteratur immer wieder betont wird, dass die Stabilisierungsphase kein einmaliger Schritt ist, sondern ein Prozess, auf den man während der gesamten Therapiezeit immer wieder zurückkommen muss. Zirkulär sozusagen. Selbst wenn jemand gut stabilisiert war, heißt das nicht, dass die Stabilisierung für immer hält, wenn die dissoziativen Barrieren zu bröckeln anfangen, was sie ja sollen. Und dann passiert etwas, das sich richtig asozial anfühlt. Man hat vielleicht gerade das Gefühl, in der Therapie oder Selbsthilfe Fortschritte zu machen. Die Dinge wurden klarer, bewusster, greifbarer. Und dann wird man von einer Welle von Emotionen überrollt, die sich anfühlt, als wäre man wieder ganz am Anfang und hätte nie irgendwas Konstruktives geleistet. Oder womöglich fühlt man sich sogar noch schlechter als vorher, weil man jetzt viel mehr Informationen über sein Leben hat, wo ja oft Amnesie war. Dieser Kreislauf kann massive Hoffnungslosigkeit auslösen. Gedanken wie, die Therapie funktioniert nicht oder ich bin kaputt, es wird nie besser werden. Und genau diese Hoffnungslosigkeit kann dazu führen, dass die Dissoziation wieder hochfährt, weil das Gehirn merkt, oh, die Person ist überfordert, also müssen wir wieder schützen. Es ist wichtig zu verstehen, das ist kein Rückschritt im eigentlichen Sinne. Es kann einfach ein Zeichen dafür sein, dass sich etwas bewegt hat, dass die Mauern tatsächlich poröser werden, dass der Therapieprozess greift, auch wenn sich das absolut nicht so anfühlt. Die emotionale Kettenreaktion im System. Okay, und jetzt sind wir hier bei Disting und wir reden ja auch über die partielle dissoziative Identitätsstörung und die dissoziative Identitätsstörung im Vollbild. Und da wird es noch eine Spur komplexer. Denn bei einer Dis und auch einer partiellen Dis gibt es einen zusätzlichen Faktor, der das Ganze noch komplizierter machen kann. Die unterschiedlichen dissoziierten Persönlichkeitsanteile im Innensystem reagieren nämlich aufeinander auch noch. Mike Lloyd erklärt das mit dem Bild eines Hauses mit mehreren Stockwerken. Stellt euch vor, ganz oben im obersten Stockwerk lebt der Anteil, der gerade den Alltag managt, der vorne alles macht und organisieren soll. Die typische überregulierte Frontperson, Alltagsperson. Alles weitere darunter sind tiefere Schichten des Innensystems, in denen andere dissoziierte Persönlichkeitsanteile existieren.
Anteile, die unterschiedliche Emotionen und Erinnerungen tragen. Jetzt passiert oben im Alltag etwas Stressiges. Nichts Dramatisches. Vielleicht geht der Lieblingsbecher kaputt oder ein Brief vom Amt taucht im Briefkasten auf. Normaler Alltagsstress eben. Kleinigkeiten. Der Anteil oben denkt sich, ach, nervig, aber kein Weltuntergang. Aber der Stress sickert nach unten. Das Stressgefühl wandert durch die Stockwerke nach unten. Und auf dem Weg nach unten verliert es zunehmend an Kontext. Die Anteile in den mittleren Stockwerken spüren vielleicht noch eine diffuse Unruhe. Sie merken, dass oben irgendwas los ist, aber sie sehen nicht was. Sie können es nicht einordnen. Da ist nur diese Unruhe. Und ganz unten in den tiefsten Schichten, wo oft die ältesten und am stärksten traumatisierten Persönlichkeitsanteile sind, kommt nur noch ein Gefühl an: Bedrohung. Ohne jeden Zusammenhang. Ohne die Information, dass es nur um einen kaputten Becher geht. Diese traumatisierten Persönlichkeitsanteile kennen Bedrohung gut. Sie kennen sie aus einer Zeit, in der Bedrohung echte Gefahr, womöglich Lebensgefahr bedeutete. Und sie reagieren dementsprechend mit Panik, mit Todesangst, mit einer Kampf- oder Fluchtreaktion. Und diese Reaktion, weil sie rein emotional ist, schießt wie ein Aufzug wieder nach oben. Emotionen reisen nämlich viel leichter durch dissoziative Barrieren als kognitive oder rationale Informationen. Also die Amygdala ist schneller als dein Frontalhirn. Wir reden hier von Bruchteilen von Sekunden, in denen so eine Reaktion abläuft, also richtig schnell. Die Beruhigung, es ist nur der Becher, kommt nicht nach unten durch. Aber die Panik von unten kommt nach oben durch. Und dann steht man da. Plötzlich hat man eine Panikattacke wegen einer Kaffeetasse und versteht nicht, warum. Weil einem die Informationen, die da unten stattfinden, ja auch nicht zugänglich sind. Wenn Angst und Panik Ping-Pong spielen. Es gibt obendrauf noch einen weiteren Mechanismus, der das Ganze verstärken kann. Und der hat mit der Art zu tun, wie verschiedene dissoziierte Persönlichkeitsanteile im Innensystem aufeinander reagieren. Das sind oft Persönlichkeitsanteile, die eine Schutzfunktion übernommen haben, die gelernt haben, dass Schwäche gefährlich ist und dass man stark sein muss, um zu überleben. Was dann passieren kann, ist eine Kettenreaktion, ein Dominoeffekt. Und der funktioniert dann ungefähr so. Ein Trigger löst Angst aus, die ängstlichen Anteile reagieren, sie werden laut, sie weinen, sie geraten in Panik. Die Schutzanteile nehmen das wahr und reagieren ihrerseits, um im Außen keine Strafe zu kassieren, dann mit Wut, mit inneren Anweisungen wie reiß dich zusammen, hör auf zu heulen, du bist peinlich, stell dich nicht so an. Und diese Reaktion wiederum, die ja im Grunde auch ein Trigger ist, macht den ängstlichen Anteilen noch mehr Angst, weil sie dann ja angeschrien werden von innen. Und das kennen sie, das fühlt sich an wie damals. Und für sie ist das total real. Sie werden also noch panischer, weil ihre Angst dann bestätigt wird. Also werden die wütenden Anteile noch aggressiver. Und so schaukelt sich das hoch wie ein Ping-Pong-Spiel, das immer schneller wird. Womöglich bis das ganze System kollabiert und in den Shutdown geht. Das kann in Sekunden passieren. Von mir ist etwas runtergefallen bis ich liege dissoziiert auf dem Küchenboden oder ich starre an die Wand und es fehlt mir eine halbe Stunde Zeit. Wirklich nur Augenblicke, geht super schnell, Bruchteile von Sekunden. Und die Person, die den Alltag managt, also der Persönlichkeitsanteil, der gerade vorne ist, steht dabei oft hilflos daneben und beobachtet dieses innere Chaos, ohne eingreifen zu können, oder wird selbst in den Strudel hineingezogen, weil das natürlich beunruhigend ist. Es muss ja irgendwas dran sein an der ganzen Angst. Das muss nicht immer so super krass sein, dass man direkt umfällt. Manche Betroffene kennen das, aber natürlich nicht alle. Häufiger sind es Varianten davon, die weniger explosiv, aber genauso zermürbend sind. Meistens ist es kein lautes Ping-Pong, sondern ein leises, anhaltendes Summen von Unbehagen oder so. Ein komisches Gefühl in der Magengegend, das sich über Stunden oder Tage aufbaut und nicht aufhört und du keinen Grund dafür findest. Eine Betroffene hat mal geschrieben, es ist, als würde jemand in meinem Kopf ständig leise weinen und ich kann nicht rausfinden, wer oder warum. Und so ein leises Weinen kann genauso destabilisierend sein wie laute Panik, nur auf eine langsamere, schleichendere Art. Und es kommt vor, dass man dann da sitzt, manchmal, vielleicht mit einer Amnesie für die letzten Stunden und völlig erschöpft ist und sich fragt, was ist gerade passiert? Ist gar nicht witzig. Ja, man fragt sich, warum geht's mir so schlecht? Oder was ist jetzt schon wieder los? Es war doch gar nichts. Es ist eine Tasse runtergefallen. Aber
tatsächlich war halt schon etwas. Nur eben nicht das, was an der Oberfläche passiert ist, sondern das, was im Innensystem dahinter abgelaufen ist. Und das ist im Außen natürlich oft schwierig nachzuvollziehen. Da ist gerade eine Tasse auf den Boden gefallen und du bist völlig ausgerastet wegen scheinbar nichts und wieder nichts. Und du dachtest, du bist doch schon zu weit gekommen in deinem Leben. Es ist nicht witzig. Also was können wir damit anfangen? Das klingt jetzt erstmal alles ziemlich düster. Ich will aber auch über das sprechen, was helfen kann und warum es trotzdem Hoffnung für uns alle gibt. Erstens, Wissen hilft. Alleine schon zu verstehen, warum das passiert, kann einen riesigen Unterschied machen, wenn man mitten in so einer emotionalen Überschwemmung steckt und denkt, oh, die Therapie hat versagt oder ich habe versagt. Und dann ist es etwas völlig anderes, wenn irgendwo im Hinterkopf dann der Gedanke auftauchen kann, Moment, das könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich etwas bewegt und dass die Durchlässigkeit besser wird und vielleicht damit auch die Innenkommunikation. Das nimmt so einer Erfahrung nicht den Schmerz akut, aber es nimmt ihr vielleicht etwas von der Hoffnungslosigkeit. Zweitens, Beruhigung nach innen senden. Das ist leichter gesagt als getan, ich weiß, aber wenn man merkt, dass an der Oberfläche etwas Stressiges passiert, kann man versuchen, bewusst eine beruhigende Botschaft nach innen zu senden. Nicht nur den Stress nach unten durchsickern lassen, sondern aktiv dagegen setzen. Zum Beispiel, ich merke, dass das hier stressig ist, aber wir sind sicher, es ist 2026, wir sind erwachsen, schau, und es geht nur um eine Kaffeetasse. Niemand schimpft gerade, niemand tut dir irgendwas. Ich höre dich aber. So eine Art der Innenkommunikation ist übrigens ein gut untersuchter Bestandteil der Stabilisierungsarbeit in der Traumatherapie. Es geht darum, die Informationslücke zwischen den Schichten zu überbrücken. Die tieferen Persönlichkeitsanteile brauchen Kontext von oben, den sie ohne deine Kommunikation nicht bekommen können. Sie brauchen die Information, dass das, was sie als bedrohlich wahrnehmen, in der Gegenwart keine echte Gefahr darstellt. Und dazu brauchen sie einfach die Rückmeldung aus dem Alltag. Da kommst du nicht drum rum. Wenn dir das öfters passiert, bitte üb das, du immer nach innen wirklich eine ruhige Nachricht sendest. Drittens, den Dominoeffekt unterbrechen. Wenn man den Punkt erkennt, an dem diese Kettenreaktion anfängt, also den Moment, in dem Angst und Wut anfangen, sich gegenseitig hochzuschaukeln, und zugegeben, das ist im Alltag manchmal echt schwer, weil man ja vorne die Emotion oft gar nicht hat und gar nicht sagen kann, oh, dieses und jenes ist jetzt der auslösende Stressfaktor oder dieses und jenes ist der Trigger. Aber wenn man regelmäßig auf diese Dinge achtet, wird man immer besser darin, eine Veränderung im Innen zu spüren und darauf zu reagieren, so wie es braucht. Das dauert ein bisschen Zeit, also man muss das erstmal üben und es ist auch mentale Arbeit. Aber so baut man sich eine Chance, diesen Dominoeffekt zu unterbrechen. Nicht, indem man irgendwas unterdrückt, sondern indem man versucht, beiden Seiten Fürsorge entgegenzubringen. Den ängstlichen, fragilen Anteilen Sicherheit und den wütenden, kontrollierenden Anteilen sowas wie, ich sehe, dass du versuchst zu schützen, aber anschreien hilft gerade nicht. Also ohne, dass dann der nächste Streit vom Zaun gebrochen wird, möglichst. Und das ist anspruchsvoll. Das ist nichts, was man mal eben beim ersten Mal hinbekommt. Und das ist auch der Grund, warum Therapie so wichtig ist und warum sie eben teilweise so lange dauert. In der Therapie hat man einen sicheren Raum, in dem man diese Dinge üben kann, bevor sie einem im Alltag dann um die Ohren fliegen. Und wenn du keine Therapie hast, so wie wir, plädiere ich trotzdem dafür, regelmäßig diese Dinge zu üben, weil das halt nun mal die einzige Chance ist, die wir haben, diese Situationen im Griff zu behalten und die Innenkommunikation zu verbessern. Viertens, und das finde ich persönlich den schwierigsten Teil, Emotionen willkommen heißen. Ich weiß, das klingt fast zynisch, wenn man gerade das Gefühl hat, emotional überrollt zu werden. Heiß doch mal die Emotionen willkommen, die dich gerade zerstören. Geil. Ja, danke. Aber im Ernst jetzt, die Emotionen, die da auftauchen, auch die schmerzhaften, sind ein Zeichen dafür, dass man anfängt, wirklich zu leben. Nicht dieses automatische Funktionieren hinter einer dissoziativen Wand, sondern echtes, volles, menschliches Erleben. Und das erleben dann natürlich die meisten von uns zum allerersten Mal, weil wir seit der frühen Kindheit immer dissoziiert haben. Und das ist anstrengend, denn zum menschlichen Leben gehört eben auch Schmerz, Trauer,
Angst und Wut. Tatsächlich ist es ja so, manche Betroffene berichten, und das ist auch in der klinischen Literatur beschrieben, dass sie irgendwann ihre Dissoziation vermissen während dieses Therapieprozesses. Dass die emotionale Stille, die die Dissoziation geboten hat, im Nachhinein wie eine Art Schutzmantel wirkt, den man manchmal gerne wieder zurück hätte. Auch wenn man halt vorher alles daran gesetzt hat, genau diesen Mantel loszuwerden, indem man in die Therapie gegangen ist. Das ist menschlich, das ist nachvollziehbar. Und es ist okay, das so zu fühlen. Aber es bedeutet nicht, dass die Therapie deswegen gescheitert ist. Es bedeutet, dass man sich in einem Übergangsprozess befindet. Einem Prozess, in dem man lernt, mit etwas umzugehen, das man jahrzehntelang nicht lernen durfte und konnte. Und es fühlt sich an, als würde es schlimmer werden. Aber, und das ist wichtig, es wird besser werden. Wenn mehr und mehr traumatisches Material verarbeitet und verdaut ist, wird es leiser werden im Innen und die Dinge werden sich ganzheitlich anfühlen. Ganz anders vielleicht als heute. Viel richtiger, runder, voller. Und ein Wort an die Angehörigen und HelferInnen und TherapeutInnen, die jetzt hier vielleicht zuschauen. Wenn ihr jemanden begleitet, der gerade in so einer Phase steckt, bitte unterschätzt nicht, wie beängstigend das von innen aussieht. Es kann sich für Betroffene anfühlen wie ein echtes Versagen, wie ein Beweis dafür, dass sie unheilbar krank und völlig kaputt sind. Was sie in diesem Moment brauchen, ist nicht die Aufforderung durchzuhalten und schon gar nicht die Aufforderung, bloß nicht zu aufbrausend zu reagieren und sie dafür dann zu bestrafen, weil sie Emotionen ausagiert haben. Was sie brauchen, ist jemand, der sagt, das, was du gerade erlebst, macht Sinn, es hat einen Grund und du bist nicht kaputt. Und jetzt ganz konkret für den Alltag noch, wenn ihr als Betroffene merkt, dass ihr euch in so einer Phase befindet, dann ist es keine Schwäche, wenn ihr den Tag einfach abhakt und herunterfahrt. Es ist keine Schwäche, sich zurückzuziehen, einen Termin abzusagen vielleicht und sich in eine Decke zu wickeln und Fernseher zu schauen und nichts mehr Sinnvolles zu tun. Es ist okay, wenn ihr Nein sagt und Grenzen aufstellt, auch wenn man von außen vielleicht gar nicht sieht, dass da irgendwie super viele Termine auf dem Zettel stehen oder so. Ihr könnt auch einfach Nein sagen. Das Nervensystem braucht manchmal einfach eine Pause. Wir leisten schwere mentale Arbeit hier. Denn klar, Dissoziation ist anstrengend und kostet Energie, aber keine Dissoziation ist teilweise sehr, sehr schwere psychische Arbeit, wenn man in diesem Prozess ist. Und erlaubt euch diese Pause. Und wenn es euch als Alltagsperson irgendwie lächerlich vorkommt, das ist es nicht. Es ist Teil der Emotionsregulation und es ist gesunde Selbstfürsorge, einfach mal nichts zu tun. Warum das alles Hoffnung macht. Also ich will dieses Video jetzt nicht beenden, ohne was Positives gesagt zu haben, weil sonst fühlt sich das ja richtig niederschmetternd an. Die Sache ist ja die, wir sind Menschen und Menschen sind dafür gebaut, Emotionen zu haben und mit ihnen umzugehen. Emotionen sind gut, keine Überforderung, die uns irgendwie aufgedrückt wurde. Das ist ein Grundbaustein unserer Existenz als Menschen. Emotionen sind das, was unser Leben lebendig macht. Sie sind der Grund, warum Musik uns berührt, warum ein Sonnenuntergang schön ist und warum es sich gut anfühlt, jemanden zu umarmen. Wenn Dissoziation nachlässt und Emotionen auftauchen, dann tauchen nicht Dinge auf, die nicht zu uns gehören. Es tauchen Dinge auf, die immer schon zu uns gehört haben, aber die jahrelang weggesperrt waren. Und ja, am Anfang kann das überwältigend sein. Und das kann sich über Jahre hinziehen, je komplexer die Traumatisierung ist. Aber mit Übung, mit Unterstützung und mit der richtigen therapeutischen Begleitung können wir lernen, diese Gefühle zu regulieren. Nicht perfekt vielleicht. Kein Mensch reguliert irgendeine Emotion perfekt, aber ausreichend, so wie alle anderen Menschen das auch tun. Mal besser und mal schlechter. Die Forschung zeigt, Therapie bei dissoziativen Störungen wirkt. Der Weg ist oft lang, mehrere Jahre und es ist nicht linear. Es gibt mal Rückschritte, Plateaus und Momente, in denen alles schlimmer scheint. Aber die grundsätzliche Fähigkeit, mit Emotionen umzugehen, ist in uns angelegt, weil wir Menschen sind. Sie muss nur nachgeholt werden. Sie ist nicht kaputt. Du bist nicht kaputt. Und wenn es sich gerade schlimmer anfühlt, sprecht mit euren TherapeutInnen darüber. Oder klar, wenn ihr keinen habt, findet ihr vielleicht ein Betroffenenforum im Internet, eine Selbsthilfegruppe oder einen lieben Freund im echten Leben. Erzählt ihnen, was passiert. Vielleicht ist das genau so ein Moment, in dem die Tiefkühltruhe aufgeht und die Eisschichten tauen und nach oben durchsickern. Denn wenn es das ist,
dann ist das kein Scheitern, dann ist das Heilung. So, das war es von mir für heute. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir bitte unbedingt gerne in die Kommentare, dass wir da ein bisschen ins Gespräch kommen. Und wenn ihr jemanden kennt, der gerade in genau so einer Phase steckt, teilt doch dieses Video bitte. Manchmal hilft es einfach zu wissen, dass man nicht alleine ist und dass das, was man erlebt, nachvollziehbar ist. Liked das Video, hypt es, wenn ihr könnt, abonniert den Kanal und wenn ihr mögt, unterstützt uns auch anderweitig. Unter dem Video haben wir immer Telefonnummern, falls ihr selber Hilfe braucht. Da sind auch Links zu informativen Homepages über die dissoziative Identitätsstörung. Da ist ein Link zu unserem PayPal, falls ihr uns einmalig finanziell unterstützen möchtet. Und da ist auch ein Link zu unserer Steady-Page, wo ihr monatliche Abos abschließen könnt und dafür dann einmal im Monat einen Livestream bekommt und falls ihr super Dinger seid, auch einmal im Monat einen Videocall mit uns und ein paar anderen Betroffenen, der immer sehr lustig ist. Es gibt auch Mini-Mitgliedschaften hier auf YouTube, wo ihr für die Kommentare ganz besondere Disting-Emojis bekommen könnt. Dann bleibt mir noch zu sagen, du bist ein wundervoller, wertvoller Mensch. Lass dir nichts anderes erzählen. Tschüss, euer Disting.